wir fahren schneller. Wir brennen heller. Unsere Augen leuchten greller. Unsere Augen groß wie Teller. Deutschland, spiegelglatt. Deutschland, spiegelglatt. Xavier Christ wurde 1971 in Mannheim als Sohn zweier südafrikanischer Eltern geboren. Der Vater hatte tamilisch-indische und deutsche Vorfahren, die Mutter südafrikanische, ägyptische und irische. Die Eltern waren vor der Apartheid geflohen und arbeiteten in Deutschland als Industrieschweißer und Schneiderin. Xavier wurde streng katholisch erzogen. Er wurde Messdiener, sang in einem katholischen Knaben- und später in einem Gospelchor. Beim Familienurlaub in Südafrika erlebte Xavier die Apartheid. Auch in Deutschland wurde er wegen seiner dunklen Hautfarbe diskriminiert. Doch die Eltern ließen es nicht zu, dass Xavier in die Opferrolle fiel. Er besuchte die Realschule, begann nach der mittleren Reife eine Lehre als Koch, modelte für Bademoden und wurde Türsteher. 1992 starb sein Vater, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis gehabt hatte. Doch die ganze Nacht vor dessen Tod sang Xavier ihm Lieder und fand Versöhnung. In der folgenden Silvesternacht las er die Bibel und spürte, Jesus könnte für mich ein Vorbild werden. Im nächsten Jahr besuchte er ein Konzert von Elton John und wusste, so etwas wollte ich auch erreichen. Xaviers erstes Album erschien 1994 in den USA und floppte. Danach arbeitete Xavier als Background-Sänger und spielte die Hauptrolle in 2 Musicals. 1998 erschien sein erstes deutschsprachiges Soul-Album und erreichte wie alle seine folgenden Alben Platz 1 der Charts. Viele Lieder handelten davon, unter Gottes Führung in kommenden Schlachten zu ziehen. Die Wiederkunft Christi stehe unmittelbar bevor, die Apokalypse sei bereits im Gange und seine Heimatstadt Mannheim sei das neue Zion. Doch Xavier hielt insbesondere die Refrains so vage, gib mir den Morgen danach, weck mich auf, wenn ich schlaf, dass sich nicht nur christliche Fundamentalisten mit seinen Liedern identifizieren konnten. In Interviews äußerte sich Xavier kritisch über eine fortschreitende Amerikanisierung und gab sich als Patriot. Da muss ich doch wie ein Gallier dagegen angehen, gegen diese blinde Verherrlichung Amerikas. Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, und als Schwarzer kann ich das ohne irgendwelche Hintergedanken sagen. Der selbsternannte Neger aus Kurpfalz engagierte sich bei Rock gegen Rechts und in der antirassistischen Initiative Brothers Keepers, aber hielt die Integration von Ausländern in Deutschland mittlerweile grundsätzlich für gelungen. Wenn man in Schulen und Kindergärten guckt, dann sind da viele Farben dabei. Es ist wunderbar, wenn die Kids alle Deutsch sprechen und lernen, hier etwas gemeinsam zu bewegen. Die Kraft, die wir in Deutschland haben, ist unglaublich. Deutschland macht mich froh. Noch glühender war Xaviers Lokalpatriotismus. Bevor ich irgendwelchen Tieren oder Ausländern Gutes tue, engagiere ich mich lieber für Mannheim. Und konkret, ich habe meinen Plan zu erfüllen. Und der ist, ich will meine Stadt voranbringen. Das gelingt mir nur, wenn ich 3 Milliarden verdiene, denn so viel Schulden hat Mannheim. Er wohnte dort mit seiner Freundin im selben Haus wie seine Mutter, gründete eine Pop-Akademie mit und baute sich ein eigenes Unternehmen aus Label, Verlag, Vertrieb und Management auf. 2-mal die Woche kam seine Mutter vorbei und kochte. Das kam alles sehr gut an. Xavier wurde mit Preisen überhäuft, saß in Jurys großer Castingshows und erhielt das Bundesverdienstkreuz. Wenn er behauptete, die Bibel sei zahlenmäßig kodiert, selbst das Automobil sei dort schon beschrieben, weshalb Karl Benz es im auserwählten Mannheim zur Welt gebracht habe und an roten Sonnenuntergängen sei zu erkennen, dass wir uns in den letzten Tagen befinden, dann sah man darin die typische Extravaganz eines Künstlers, der vielleicht mal einen Joint zu viel rauchte. Im Jahr 2000 war er mit 48 Gramm Haschisch erwischt worden. Nach Einsätzen der Weltfinanzkrise wurde Xavier deutlicher. Er wechselte das Baseballcap gegen eine an den Meisterdetektiv Nick Knatterton gemahnte Schiebermütze und sang davon, dass der 11. September eine Verschwörung der CIA sei.
Deutschland werde von einem korrupten, von der jüdischen Finanzwelt Baron Rothschild gesteuerten Haufen regiert. 2011 folgte er in einem Fernsehinterview der Argumentation der Reichsbürger. Wir sind immer noch ein besetztes Land, Deutschland hat keinen Friedensvertrag und dementsprechend ist Deutschland auch kein echtes Land und nicht frei. 2012 fantasierte er in einem Lied, sich an schwulen Kinderschändern zu rächen, indem er ihnen Arme und Beine abschnitt, sie gewaltsam penetrierte, ihre Hoden zerquetschte und sie schließlich tötete. Im selben Atemzug pathologisierte er Schwule schlechthin. Warum liebst du keine Möse? Weil jeder Mensch doch aus einer ist? Im selben Jahr heiratete Xavier seine neue Freundin und im Folgejahr bekam sie einen Sohn. Doch Xavier wurde deshalb nicht sanfter. 2014 trat er in Berlin bei einer Veranstaltung der Reichsbürger auf. Unter seinem offenen Jackett trug er ein T-Shirt mit der Parole »Freiheit für Deutschland«. Erstmals erhob sich größerer Protest gegen Xaviers politische Ansichten. Doch in dem Lied »Die Wahrheit« legte er nach und verglich sich mit einer Bulldogge. Da bin ich wie mein Hund, der sich mit viel größeren Hunden anlegt, aber nie ohne Grund. Vielleicht, weil er weiß, ich stehe hinter ihm, so steht Gott hinter mir und wir wechseln mal Interim. 2017 sang er, die Parlamente seien Puppentheater, das von nicht weiter beschriebenen Puppenspielern gelenkt werde. Und wenn ich so einen in die Finger kriege, dann reiß ich ihn in Fetzen. Da hilft auch kein Verstecken hinter Paragraphen und Gesetzen. Sogar Mannheims Bürgermeister distanzierte sich von derlei Äußerungen und forderte Xavier und seine Band Söhne Mannheims ein Bekenntnis zum Grundgesetz ab. Ende des Jahres veröffentlichte Xavier zum ersten Mal ein Album, das es nur auf Platz 3 der Charts schaffte. Deutschland stand nicht mehr voll hinter ihm. Als ihn die Urländer mit dem Ansinnen kontaktierten, ihn bis zur Freilassung Adrian Urmels als ihren Interim einzusetzen, wusste Xavier, das war Gottes Prüfung. 2014 hatte er noch kokett über die Reichsbürger getönt, Reichsbürger, da bin ich, glaube ich, ein bisschen zu jung dafür. Doch mittlerweile ging er selbst auf die 50 zu. Dass Urland innerhalb einer Bastion weißer Männer lag, störte ihn nicht, da Weiß den Statuten nach als eine kulturell-identitäre Selbstzuschreibung begriffen wurde. Bereits vor 20 Jahren hatte er in einem Interview erklärt, ich bin ein Rassist, aber ohne Ansehen der Hautfarbe. Die Schlacht um Urland war Xaviers Armageddon und es war gut, Frau und Kind daheim zu lassen. Wenn es ihm gelänge, sich gegen den Antichristen Felix End und Oberboss und seine Boss AG zu beweisen, würde er in die erwählte Stadt Mannheim heimkehren und dort rechtzeitig zum jüngsten Gericht die Regentschaft übernehmen.